Und wir haben den Eindruck, dass Attacken wie dieser Messerangriff oder auch Gewaltexzesse von Migranten wie in Bad Oeynhausen oder Gera offenbar zum Alltag werden. Dazu im Studio Kolumnist und Autor Harald Martenstein. Herzlich willkommen. Hallo. Und es gibt eine neue Kolumne bei Welt. Da fragst du unter anderem die Regierenden, wie viele von uns müssen eigentlich noch totgeschlagen werden, bis sich wirklich was ändert. Welche Rolle spielt denn tatsächlich die aktuelle Migrationspolitik bei dieser offensichtlichen Häufung von Gewaltverbrechen durch Migranten? Naja, wir haben eine Kriminalitätsstatistik, die eine deutliche Überrepräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund, speziell denjenigen ausweist, die nach 2015 gekommen sind. Und man muss ja sagen, dass Migration diesem Land im Prinzip gut tut. Wir brauchen Migration. Ich habe mit einer Ärztin gesprochen, die mir gesagt hat, wir könnten unser Krankenhaus morgen dicht machen, wenn wir keine Migranten, keine ausländischen Ärzte hätten. Aber was wir nicht brauchen, ist natürlich eine Migration von Gewalttätern, von Islamisten, von Antisemiten, von Leuten, die mit dem Messer in der Tasche rumlaufen und davon Gebrauch machen. Das brauchen wir auf gar keinen Fall. Und das Problem, das wir haben, ist, dass diese Leute, wenn sie einmal in Deutschland sind, nicht mehr aus dem Land herausgeschafft werden. Wir haben 1 Million Zuwanderer aus Syrien inzwischen hier im Land. Und nun fragen Sie mich mal, wie viele von denen nach Gewalttaten, und das sind etliche begangen worden, wie viele von denen nach Gewalttaten ausgewiesen wurden? Niemand. Null. Zero. Und zwar deswegen, weil diesen Menschen, diesen Männern in Syrien möglicherweise etwas zustoßen könnte, weil die Situation in Syrien noch mancherorts so ein bisschen kriegerisch ist. Das Land ist ja nicht vollkommen befriedet, wenn man dieses Wort auch verwenden darf. Das heißt also, eine reale Bedrohung der Bevölkerung hier wird in Kauf genommen, um eine potenzielle Bedrohung von Gewalttätern, die Leute haben ja alle schon was ausgefressen, und von denen wir hier reden, um eine potenzielle Bedrohung für Gewalttäter auszuschließen. Das ist niemandem begreiflich zu machen. Die Regierenden haben ja so eine gewisse Fürsorgepflicht für die Menschen in ihrem Land. Eid geschworen. Ja, der kommen sie nicht nach. Und wir reden hier von allen Menschen in unserem Land mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund, egal welchen Pass sie in der Tasche tragen. Sie alle sind bedroht. Aber dann lass uns gleich mal auf die Konsequenzen auch blicken und die langfristigen Auswirkungen. Wir haben gerade über den AfD-Parteitag gesprochen. Die AfD ja als Kernprodukt sozusagen, die Migrationspolitik und auch die Warnung vor Gewalt durch Migranten. Wir sehen, wie stark die AfD wird. Aber was passiert mit unserer Gesellschaft? Was passiert auch mit dem Zusammenhalt? Werden wir auch irgendwie in ein paar Jahren die Situation haben, dass es wirklich knallt, wenn sich nichts ändert an der Migrationspolitik? Also wenn sich nichts ändert an der Migrationspolitik, dann werden wir über kurz oder lang eine rechtspopulistische Regierung haben. Ich meine, wir müssen doch nur schauen, was passiert denn in den Ländern um uns herum. Was geschieht gerade in Frankreich, in Österreich, in Belgien? Überall passiert das Gleiche. Wenn die Migrationspolitik sich nicht ändert, und ich würde sagen, wenn sie nicht vernünftiger wird, wenn sie nicht auf mehr Akzeptanz stößt bei den Menschen hier im Land, egal woher sie kommen, dann werden die Leute eben zu diesen Parteien gehen. Und man kann es ihnen nicht verübeln. Niemand wird sich mit dieser Situation abfinden, so wie sie im Moment ist. Es wird sich niemand damit abfinden, dass hin und wieder ein Junge totgeschlagen wird. Es wird sich niemand damit abfinden, dass Parks, die vor einigen Jahren ganz harmlos gewesen sind, inzwischen gefährlich sind, wenn man da als Frau spazieren geht. Das sind alles unzumutbare Zustände. Und entweder packt man es an, oder die Leute werden diese Regierung zum Teufel jagen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Es muss sich was ändern, sagt Harald Martenstein. Ganz herzlichen Dank für den Besuch und die Einschätzung bei uns im Studio.